Hallo Masun. Also, ich habe jetzt irgendwie Angst vor den ganzen Fragen, die kommen werden, aber trotzdem: „Bonjour Madame." Schön, dich zu sehen. Du studierst an der Friedrich-Schiller-Universität Rechtswissenschaften. Mhm. Wenn du nicht Jurist werden würdest, was würdest du dann werden? Ich glaube Psychologie. Also, Medizin oder Psychologie, eins von beiden, ja. Was ist dein absolutes Hassmodul und was ist deine Lieblingsveranstaltung? Hassmodul, also Sachenrecht und ZPO, also die Zivilprozessordnung sind irgendwie Sachenrecht ist eher so eine Hassliebe und ZPO, also die Zivilprozessordnung ist eher so eine Hassmodul, sage ich mal. Und Lieblingsmodul Strafrecht oder Zivilrecht, da würde ich jetzt nicht da unterscheiden. Hand aufs Herz. Ja. Hast du schon einmal gegen das Gesetz verstoßen? Na klar. Also, 'ne Jurist so was zu fragen, aber ja klar. Also, Beleidigung zum Beispiel 185, gefühlt jeden Tag. Thema Shopping. Online bestellen oder analog lokale Wirtschaft stärken? Ich glaube eher online bestellen. Thema Finanzen. Lebst du von der Hand in den Mund oder legst du etwas zurück? Ich lege was zurück, also ohne zu diskutieren und zwar Gold. Also, spart Leute an Gold, das sage ich euch, wie es ist. Ich lege auf jeden Fall was zurück. Danke für den Tipp. Na klar. Hast du dich schon einmal gefragt, ob du das Richtige studierst? Ja, sehr oft. Also, ich glaube, das gehört zu Jurastudium dazu. Ich habe sogar bis jetzt, viermal meinen Exmatrikulationsantrag ausgedruckt und habe die ausgefüllt, aber nicht abgegeben. Was ist dir lieber, Hausarbeit oder Klausur? Hausarbeit, weil beim Hausarbeiten kannst du dich mit anderen austauschen. Beim Klausur bist du einfach ganz alleine abgefragt. Also, ich bin eher so 'n Hausarbeit-Typ, denke ich. WG oder Wohnheim oder Eigenheim? Es ist so 'ne Mischung. Also, ich WG auf jeden Fall und meine Eltern wohnen ja in Weimar und deswegen habe ich nicht so 'n weiten Weg, also WG und bei Eltern. Thema Unileben. Bist du ein fleißiges Bienchen oder ein Partylöwe? Ähm, es kommt drauf an. Also, bei Klausurvorbereitungsphase auf jeden Fall, hinsetzen, lernen und ansonsten bin ich eher so jemand, der das alles nach hinten schiebt, sage ich mal. Was war dein letztes Offline-Modul vor dem Lockdown? Kannst du dich noch erinnern? Vor Lockdown. Ne, tut mir leid, dafür ist die Lockdown zu lange. Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Was die Wunsch, für die Zukunft erfolgreich sein. Also, so 'ne pauschale Antwort gebe ich mal einfach. Welches Vorurteil gegenüber Juristen nervt dich am meisten? Boah, also 2 Sachen, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Wir müssen die Gesetze nicht auswendig lernen. Ich betone noch mal, nicht auswendig lernen. Und das Zweite war, trocken. Es ist so trocken. Sag mal, ist es bei euch eigentlich nicht trocken? Nein, ist es nicht. Wir müssen nicht zusätzlich 3 Liter Wasser trinken oder so. Es ist einfach gefühlt immer fallbezogen. Fehlt dir was beim BGB, beim Bürgerlichen Gesetzbuch? Wenn ja, was? BGB. Also eher StGB, also Strafgesetzbuch, aber BGB würde ich so lassen. Es ist eher systematisches Verstehen, aber bei Strafgesetzbuch steht gefühlt fast nichts drin. Gar nichts. Also da würde ich vielleicht mal fragen, ob der Gesetzgeber mal ein bisschen kreativer gewesen sein könnte, aber nie. BGB würde ich so lassen. Recht oder Gerechtigkeit? Gerechtigkeit. Ohne zu diskutieren, Gerechtigkeit. Was war dein erster Nebenjob? Kassierer. Ich war 2 Jahre. Ja, genau. Also neben Abi-Zeit habe ich als Kassierer gearbeitet. Schreibst du auch Privatnachrichten im Gutachtenstil? Nein. Also, in meinem Privatleben bin ich froh, wenn ich nichts mit Jura zu tun habe. Heute schon jemanden angelächelt? Ja, dich? Ergänze den Satz. Wenn ich mal nichts für die Uni tun muss, gehe ich am liebsten. Gehe ich am liebsten nach Hause und lege mich einfach hin. Currywurst oder Thüringer Rostbratwurst? Beides nicht? Wofür gibst du zu viel Geld aus? Schwierig. Ich glaube für Klamotten, ja. Also, ich schätze mal für Klamotten, ja. Welche Stadt magst du mehr, Jena oder Weimar? Beides. Also, ich würde mal einfach dann nicht dazwischen unterscheiden. Jena hat sein Ding, Weimar hat sein Ding, aber beides irgendwie. Also, für mich ist auch wichtig, nicht wo man lebt, sondern mit wem man lebt, deswegen irgendwie beides. Bist du ehrenamtlich tätig? Ja, und zwar bin ich beim Fachschaftsrat und auch beim Fakultätsrat dieses Jahr. Also, Rechtswissenschaften, Fachschaftsrat Rechtswissenschaften, vielleicht noch zu ergänzen. Vielen Dank, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Gerne. Ich war gut, oder? Also, ich denke schon.